Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. Heute habe ich euch mal eine Weste aus der Omega-Serie mitgebracht. Firma Black Hawk, die dahinter steckt. Und zwar ist das Design ähnlich wie das der meisten Assault Vests aus der Ära. Und Black Hawk hatte eine ganze Bandbreite an verschiedenen Versionen. Hier die Version 40 mm Rifleman. Wir haben auf der einen Seite die Geschichte für die 40 mm Munition, die der Schütze des M203 oder M79, was auch immer man für einen Granatwerfer nimmt, der 40 mm Granaten verschießt. Die finden dort drüben ihren Platz und auf der anderen Seite das Setup für das Gewehr. Die Weste ist eine Version aus den späten 90ern. Wir haben da so ein paar Details, die das einem dann erahnen lassen, wenn wir uns die später angucken, weil ab 2001, 2002 haben sich die Magazintaschenformen verändert, etc. etc. Die Weste könnte der ein oder andere kennen aus dem Film Tränen der Sonne. Und zwar wird die da getragen von dem Doc, dem Sanitäter der Navy SEAL Truppe, die mit Bruce Willis da unterwegs sind. Der hat eine etwas ältere Version, aber das Westenmodell ist identisch. Die Weste ist eine kleine Seltenheit, wenn wir uns Referenzfotos angucken. Die sieht man nicht ganz so oft, aber man kann sie immer mal wiederfinden. Wenn man ein Auge dafür hat, dann tauchen auch mal ein paar öfter Bilder auf oder man erkennt mal hier die Tasche oder so. Und ich habe ein paar Bilder zusammengetragen, auch sogar noch aus Zeiten, wo schon UCP, also das Universal Camouflage Pattern, getragen wird bei den Amerikanern, dass jemand noch so eine Weste über einer OTV, also der damaligen Schutzweste, trägt. Ansonsten eher frühe Zeit, Global War on Terror und dann mit allen Kräften, mit normalen Special Forces Einheiten, mit Marines. Dann schauen wir uns das gute Stück einmal im Detail an. Und zwar fangen wir hier oben an. Das ist so typisch für diese Art von Assault Vests. Die kleine Kompass, Utility, also Mehrzweck Field Dressing Tasche, die eigentlich fast alle Versionen haben. Hier natürlich eine frühe Version dieser Weste. Hier ist der Knopf noch nicht abgedeckt, ist noch vom Design her ein bisschen anders und das Material ist auf jeden Fall anders. Hier haben wir die mittlere Multifunktionstasche, Klett wieder drauf, wie auch bei den meisten anderen Versionen von Black Hawk. Hier kann der Halter für die Schrotflintenmunition zum Beispiel hin oder einfach nur ein Patch. Einfach wird mit Klett geöffnet. Dann haben wir unten die drei M4, M16 Magazintaschen, jeweils für Doppelmagazine. Auch wieder Klett, da hängt noch ein bisschen was drin. Leider hat der Vorbesitzer die Gummibänder, die Magazintasche komprimieren, durchgeschnitten. Aber hier sehen wir nochmal ganz schön das alte schwarze Gummiband, was damals genutzt wurde. Finde ich eigentlich immer, jetzt wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, immer hat eine coole Ästhetik mit dem Schwarz und sowas mal ein bisschen drin. Also kriegen wir hier 6 Magazine mit, ist für den Schützen mit dem M203 Granatwerfer oder was auch immer er dabei trägt, schon eine ganz ordentliche Hausnummer. Dann haben wir hier 8 40 mm Taschen und das ist ja auch das Stück, was diese Weste eigentlich so super ausmacht, was man sofort optisch sieht. Die Taschen halt für die Munition. Dann haben wir hier 2 Druckknöpfe, ein Gegenstück. So kann man im Kleinen schon mal die Tasche verstellen, je nachdem welche 40 mm Munition ich mitführe, weil die zum Teil unterschiedliche Längen haben. Ich sage mal, so eine normale 40 mm Sprengsplitter ist deutlich kleiner, die kriegt man halt so mit, als wenn man noch eine Illuminationsgranate mitnehmen möchte oder sowas. Ne? Das Gute ist, die Klappe ist eingeklettet und kann entfernt werden und dann auch nochmal so ein bisschen in der Länge und hier auch nochmal ganz tief reingesetzt, in der Höhe halt quasi eingestellt werden. 8 Stück, erstmal für den ersten Moment gut ausreichend. Dann haben wir hier wieder die sogenannte Stock Pad, also das Pad für die Schulterstütze. Hier ist ein bisschen Schaumstoff drin, hier ist so ein Anti-Rutsch-Material und der Rifle Stock Stopper, wie der genannt wird, also kleine Gummiröhrchen drin, was einfach nur die Schulterstütze beim Schießen stoppen soll, damit sie nicht aus der Schulter auswandert.
Ganz unten sehen wir hier noch die Halterung für den Belt. Ne? Einfach wieder Klett, Druckknopf, fertig. In der Mitte haben wir den Reißverschluss. Und jetzt gucken wir uns mal das Innere der Weste an. Und zwar hier die Innentaschen für Kartenmaterial oder sonstiges. Haben wir auf beiden Seiten. Und dann sehen wir hier noch das Blackhawk Label. Die 2 ist normalerweise eigentlich die Größenangabe, wofür die 9 jetzt steht, kann ich selber nicht sagen. Könnte vielleicht sein, dass es die Jahresproduktion ist, zum Beispiel 99, dass es dann nur mit der letzten Zahl des Jahres angegeben wird. Habe ich aber so auch noch nicht bei anderen Blackhawk-Westen gesehen, die ich habe. Wäre mir jedenfalls nicht aufgefallen, gucke ich nochmal nach, schreibe ich sonst drunter. Hier hinten haben wir das Fach für die Wasserblase, die noch eingefüllt werden kann. Und das war es dann auch schon von der Innenseite. Dann machen wir die ganze Weste einmal schnell wieder zu und gucken uns mal die Rückseite an. Auf der Rückseite, hier sehen wir es nochmal ganz gut, hier ist noch ein D-Ring angebracht, wo man was durchschlaufen kann, einhängen kann, was man auch immer so gerade damit vorhat. Die Verstellung in der Länge, einfach Klett, nach unten setzen, festkletten und schon das Ganze verstellt. Dazwischen haben wir den Bergegriff, um nochmal dran zu ziehen, jemanden zu ziehen oder die Weste zu tragen, wie auch immer, wenn die voll beladen ist. Und hier haben wir die Verbindungsstellen für Alice-kompatible Ausrüstung. Dann habe ich hier noch liegen, den Alice-Clip, um das Ganze mal zu zeigen. Aber wir haben noch eine Besonderheit, und zwar sehen wir hier die Naht. Ich hoffe, die sieht man auch auf dem Video. Und zwar ist da Klett eingenäht, also nur die flauschige Seite. Und es gibt vom Blackhawk Taschen, die man hier einkletten kann. Das ist deren BTS-System. So, da habe ich spontan noch mal schnell eine alte Blackhawk Tasche gefunden. Und zwar sehen wir das hier, wurde geliefert dann mit Alice und diesem BTS-System, das ja auch das Klett und alles drin hat. Das ist natürlich jetzt ein blödes Beispiel mit der Tasche. Und auch ein bisschen Gefummel. Wird eingeschlauft. Und dann das Gegenstück oben wieder eingeschlauft und dann hält es an der Weste. Hier haben wir nochmal die Breitenverstellung, wieder wie man es kennt von früher, einfach über Schnur, Paracord, wie auch immer, kann hier nochmal eingestellt werden. Die Weste ist natürlich quasi neu, außer dass da hinten vorne jemand die Gummibänder vom Magazin durchgeschnitten hat. Deswegen ist noch die volle Länge da, kann man also, wenn man die Weste bekommt, auf sich persönlich gut einstellen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da. Wer Bock hat, kann noch kommentieren. Wer noch ein paar Informationen hat oder die Weste noch irgendwo gesehen hat, auch gerne drunter schreiben. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und freue mich auf das nächste Video.